Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen, liebe Grüße aus Spanien. Wir sind schon wieder unterwegs und haben heute einen wahnsinnig geilen Tag gemeinsam vor uns. Wie ihr vielleicht sehen könnt, gibt es hier jede Menge Cupras. Wir wurden eingeladen, heute ist ein mega spannender Tag. Wir dürfen uns jetzt gleich einen aussuchen. Also wir können jetzt einen Leon wählen, einen Hybrid, einen Benziner. Ich habe schon gesehen, da unten steht ein Hybrid vor dem Tor. Den bin ich in der Form ja noch gar nicht gefahren. Der hat auch Aerofelgen drauf. Und dann geht's los, Leute. Wir machen eine Tour. Wir fahren heute auf die Rennstrecke, werden den 5-Zylinder auch noch fahren. Geil, Mann! Der neue Born ist da, also es wird ein wahnsinnig geiler Tag. Deswegen holen wir uns jetzt unser Auto und dann geht's los. Unfassbar schön hier, wir sind in Sitges, das ist südlich von Barcelona, haben jetzt eine 53 Kilometer Route vor uns, fahren das Ganze jetzt hier mit dem Cupra Formentor E-Hybrid. Ja, da geht es natürlich auch darum, so ein bisschen das Auto zu erleben. Das ist ein größeres Event, das sind nicht nur wir hier, sondern es sind viele andere auch. Und unser nächster Stop ist Nasser Racing Camp. Ich weiß nicht, was das ist hier eingespeichert. 53 Kilometer fahren wir da jetzt. Dort wartet Matthias Ekström auf uns und dann gibt's Extreme E-Action. So Leute, wir sind angekommen. Das ist schon richtig ordentlich, was wir hier auffahren. Total geile Fahrt, schöne Straßen. Das Auto wird uns jetzt abgenommen und wir gehen jetzt hier rein. Und da ums Eck steht schon etwas Schönes. Hier steht nämlich direkt ums Eck, in bestem Sonnenlicht, der nagelneue Cupra Born. Der erste rein elektrische Cupra. Und es ist jetzt tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich den live sehe. Ich finde den live ja tatsächlich noch mal viel, viel geiler als auf Bildern. Ne? Auch richtig wild. Also man muss schon sagen, bei dem Auto sind so viele Linien und Details, die... Schau mal das an. Hier diese Einkerbungen. Es sind so viele kleine Linien, die das Auto so eigenständig machen und so gut aussehen lassen. Ich finde es richtig geil, jetzt wo ich hier stehe. Ich meine, es ist natürlich ein kleines Auto, es ist rein elektrisch, aber es wirkt... Schau mal das an, schau mal diesen Diffusor unten an. Diffusor Daniel Daniel ist schon wieder happy hier. Schau mal das an, ey. Auch hier diese ganzen kleinen Details. Finde ich, aber ist schon mal eine Ansage in dem Segment, das muss man mal ganz klar sagen. Also das blaue Alcantara oder was ist das? Kommt auch geil. Richtig hochwertig, schau mal, diese kleinen Dreiecke, die hier im Leder drin sind auch. Gut ab, ey. Finde ich aber mal richtig geil, richtig geil. Vor allem auch vorne, ne? Diese Front, hier das Cupra-Logo so prominent. Das ist ja ganz neu, das war ja auch immer so im Design, in der Designvorstellung auch von Tavascan hat man das immer gesehen. Ich war mir gar nicht sicher, ob man das dann wirklich so macht, aber wenn man das jetzt hier sieht, wie das gemacht ist, wie das Cupra-Logo da vorne drin ist, hier diese unfassbar vielen verschiedenen Farben, die verschiedenen Elemente, sehr, sehr geil. Auch die Farbe ist ja voll nice. Ich bin ja eigentlich gar kein Blautyp, aber jetzt hier in der Sonne, mega nice. Sollen wir einen kleinen Mini-Carporn vielleicht noch machen? Klar, hauen wir mal rein. Oh, Leute, ziehen wir mal rein. Jetzt sind wir angekommen im Nasser Racing Camp. Das ist hier quasi Privatgelände, wo man richtig schön ein bisschen rumheizen kann. Matthias, wie ihr seht, dreht schon die Runde. Achtung! Er kommt und... Oh! Alter, meine weißen Schuhe sind ungefähr so die Farbe von deinem Shirt. Ja, deine Schuhe schauen langsam so aus, wie meine eigentlich normal ausschauen, aber die haben auch schon eine andere Farbe jetzt bekommen. Aber egal, das ein bisschen Schwund ist immer. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ich habe gesehen, jetzt sind ganz viele VZ5. Das ist der 5-Zylinder Formentor, Leute. Steht hier in all seiner Pracht.
Vor allem natürlich auf den ersten Blick von hinten daran zu erkennen, dass er die Abgasanlage, die Anordnung der Rohre anders hat. Ne? Das erkennt man direkt. Ein bisschen Carbon ist mit dabei. Das hat er vorne auch nochmal. Auch nochmal eine Änderung vom VZ5. Also hier auch nochmal Carbon und vor allem natürlich alles ein bisschen straffer und sportlicher, was Fahrwerk, was Leistung angeht. 5 Zylinder, Leute, der geilste Motor oder einer der geilsten Motoren, muss man so sagen. Absolut genial, 390 PS und er hat einen Drift-Mode. Und wir haben jetzt hier eine Rennstrecke und ich habe mir sagen lassen, wir dürfen auch gleich noch driften. Also da werde ich aber alles, was vorhanden ist, rausholen. Da wird jetzt mal richtig Attacke gemacht. Nachdem wir jetzt gerade schon nicht Attacke machen durften, muss jetzt was passieren, Leute. VZ5. Jetzt Leute, Rennstrecke, wir haben gerade, es wurde gerade ein bisschen eng hier und die sind einfach losgefahren ohne uns. Macht aber gar nichts, heißt nämlich, wir können jetzt hier ein bisschen angasen. Wir sind jetzt auf der Rennstrecke mit dem 5-Zylinder. Oh mein Gott, das ist ja so geil einfach nur. Schau dir mal diese Strecke an. Zack, rein in die Bremse. Oh, enge Kurve, schau dir das mal an hier. Geil, Mann. Ich muss hier mal noch irgendwie das ESC ausmachen. So. Jetzt läuft es ordentlich, jetzt können wir angasen. So. Was auch für eine geile Strecke die haben. Sagen, das Layout ist ja mal mega nice. So. Oh, wieder hochschalten. Zack. Nächste rein, Doppelkurve hier. Oh, da kommt das schon das Limit hier, das sage ich dir. So, volle Kanne durch. Wieder hochschalten. So, jetzt geht es hier bergauf. Ich kenne die Strecke natürlich nicht. Für mich ist es gerade hier eine Blindfahrt. Aber die klassische Blindfahrt. Man kennt es. So, zack, rein. Jetzt die Kurve. Ordentlich rum. Oh, kommt bis ins Heck. Das ist schon mal geil. So, ausholen. Und hier wieder schön rum. Oh. So, dann wieder rauf aufs Gas. Also diese Rennstrecke und dass wir hier so heizen dürfen, das ist schon mega. Das ist schon geil. Jetzt fahren wir hier leider auf den Konvoi auf. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu schnell. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Abstand lassen. So, einmal hier diese rechts bergab, das ist ja so genial gemacht. Nochmal einen Gang runterschalten, leichtes Untersteuern. Hier wieder rauf, schön den Curb mitnehmen. Jetzt zweite Runde ist natürlich besser, wenn man ein bisschen weiß, wo man lang muss. Hier ein bisschen den ersten Scheitelpunkt nicht so ganz erwischen, damit man den zweiten ordentlich trifft. Wieder raus, tragen lassen. So, hier, das geht Vollgas, nicht ganz ohne, bevor es dann hier oben wieder reingeht. Auto ein bisschen unruhig auf der Hinterachse. Und dann haben wir hier schon die letzte Kurve wieder. Und fahren auf Stadtziel. Oh mein Gott, ich weiß, Leute, das Problem ist immer, wenn wir auf so Rennstrecken sind, dass es voll schwer ist, euch das exakte Gefühl zu vermitteln. Also das genau rüberzubringen, wenn man mit so einem Auto am Limit fährt. Das ist einfach, wenn man drin sitzt, was ganz anderes. Aber ich muss einfach sagen, ich finde dieses Auto geil. Für das, was es ist. Es ist natürlich kein Rennstreckenauto, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der hat jetzt einfach richtig Dampf. Du kannst ihn rumprügeln. Auch die Bremsen. Ne? Man redet ja immer nur von Power und von wie das Auto sich fährt. Aber auch die Bremsen sind einfach in diesem Auto schon nochmal echt nochmal ein Step nach vorne. Ne? Das ist ja auch beim VZ5 sind nochmal komplett andere Bremsen drin. Und das merkst du auch. Du kannst richtig reinhacken. Du kannst ihn richtig rumprügeln. Puh. Die Sache ist ja auch die, wir haben ja jetzt hier nicht nur die Möglichkeit, hier mal auf einer Strecke zu heizen. Das war jetzt natürlich schon mal geil, aber wie ihr euch vielleicht erinnern könnt aus dem ersten Video mit dem VZ5, hier ist ein Drift-Mode drin. Das Auto hat einen Torque-Splitter und deswegen gehen wir jetzt auch nochmal, wenn wir jetzt hier erstmal die Box abbiegen, direkt weiter zum Driften. Das hier ist jetzt die Driftfläche. Da kann ich mir jetzt ein bisschen austoben. Ich habe einen Fahrer neben mir, der auf mich aufpasst. Die wissen wohl, was da passiert, wenn der genau aufpasst. Aber egal, heißt jetzt hier einmal links, rechts den Drift-Mode aktivieren. Man hat einen Torque-Splitter im Auto, das heißt, der gibt dir natürlich volle Last aufs äußere Rad. Der hilft dir beim Drift. Der sorgt dafür, dass wenn du einlenkst, Gas gibst, dass der Arsch schön kommt und man schön rumzirkeln kann. Das haben diese Autos jetzt. Mega cool. Testen wir aus.
Okay. Der Drift war schon nicht so schlecht, ist aber gar nicht so leicht. Man muss es schon ein bisschen erstmal wieder ein Gefühl dafür aufbauen, weil es natürlich A nicht nass ist und man jetzt hier aus dem Stand direkt losdriftet und du hast halt schon das Problem, dass du nicht jetzt einfach das nur komplett übers Gas machen kannst, sondern du musst schon auch viel über die Lenkung machen. Das kriegen wir aber jetzt hin. Gas! Now slowly. Well done. Very good. Oh mein Gott, ey, nichts ist einfach besser als auf der Rennstrecke ballern. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. No joke, Bomben, geil, richtig geile Rennstrecke einfach. Total charakteristisch, mega gut, habe ich noch nie gehört. Macht richtig Laune, auch einfach geil, dass wir das machen dürfen. Ne? Hier richtig rumballern. Da werden die Michelin-Reifen auf jeden Fall, boah, die sind richtig heiß. Driften hat auch richtig Spaß gemacht. Das Einzige beim Driften, was man hier sagen muss, ist, die haben eine High-Grip-Strecke dafür, weil hier natürlich auch viele sind, die vielleicht das nicht so beherrschen und es ist halt sicherer, macht aber das Drift nicht so spaßig. Eigentlich könnte es eine Low-Grip-Strecke sein. Das wäre noch geiler, aber dieser Drift-Mode, der funktioniert. Das haben wir ja auch schon vorher ausprobiert, das geht. Der macht das, was man will. Man kann einfach jetzt richtig Faxen machen. Also bis hierhin Bombentag, eine Bomben-Experience. Echt toll hier zu sein, aber eine kleine Überraschung, die gibt's noch. Deswegen springen wir jetzt nach morgen aufs Wasser. So, jetzt haben wir es auch noch am Sonntag hier aufs Wasser geschafft, Leute. Wir sind auf einem Boot, das Cupra gemeinsam mit De Antonio Yachts gemacht hat. Das heißt D28 Formentor. Heißt so, weil es viele Designelemente hat, die Cupra eben auch hat im Formentor. Zum Beispiel das Petrol Blue, also sind ganz viele ja, Elemente, eigentlich das komplette Boot kann man sagen, ist in der Farbe gemacht, mit dem Leder, mit vielen eckigen, kantigen Sachen. Cupra-Logo haben wir hier noch vertreten. Also ich würde sagen, das war einfach eine mega geile Experience. Für uns geht es jetzt nach Hause. Ich hoffe, dass, ja, dass das alles rübergekommen ist, weil es war echt eins der besten Events, das ich bisher so besuchen durfte. Hammermäßig, es hat so viel Spaß gemacht, deswegen würde mich natürlich freuen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in gewohnter Manier. Bis dahin, haut rein. Ciao.